Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bären Konga Crafts. Heute nähe ich für euch eine Hülle, eine Wendehülle für diese Kosmetiktücherboxen. Eine Hülle, die man wenden kann, zeige ich euch jetzt mal hier. Das ist die eine Seite, die krempeln wir jetzt um. Und schon haben wir einen anderen Bezug. Ja, und somit habt ihr eben zwei Hüllen in einer. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und eventuell auch beim Nachmachen. Und los geht's! Zuerst machen wir uns ein Schnittmuster wie dieses. Die Oberseite ist dies hier, die beiden Längsseiten sind diese und die beiden Kurzseiten sind diese hier. Und dazu brauchen wir erst zwei Blätter DIN A4, die wir zu einem größeren Blatt zusammenkleben. Und das geht am besten und saubersten mit so einem Kleberoller. Einfach in der Breite des Rollers an der Längsseite entlang den Kleber auftragen. Und das andere Blatt draufkleben. Die Grundfläche der Box ausmessen. Die Länge hat hier 23 und die Breite 11,5. Und diese Daten mittig auf das Blatt übertragen. Jetzt die Höhe messen. Hier sind es 5,5 cm und das zeichnen wir an den Längsseiten ein und dann an den kurzen Seiten. Das gleiche machen wir hier und auch hier nochmal. Nun ringsum eine Nahtzugabe von 1 cm einzeichnen. Jetzt den Lochausschnitt. Wir nehmen das Back- oder Butterbrotpapier, da es leicht durchsichtig ist, wie ihr seht. Und so können wir die Konturen gut nachzeichnen. Das Papier gut festhalten, während ihr zeichnet. Nun messen wir in der Mitte den Abstand vom Rand zum Lochausschnitt auf der Längsseite sowie auf der Kurzseite. Und markieren uns die Daten auf dem Schnitt. Hier jeweils die Mitte ermitteln und die Markierungen vom Lochabstand einzeichnen. Und das gleiche an den Kurzseiten. Die Markierungen noch einmal nachzeichnen. Und jetzt fahren wir mit einem Bleistift, am besten einen weichen, die Linie nochmal entlang. Und drehen diese Seite nach unten auf den Schnitt. Das Loch nach den Markierungen ausrichten und die Linie noch einmal entlang fahren. Dabei überträgt sich die Bleistiftlinie, die wir gerade gezeichnet haben, auf den Schnitt.
seht ihr? Und diese Linie auf dem Schnitt nochmal nachzeichnen. Ihr könnt das Ganze farbig gestalten, um es visuell leichter verständlich zu machen, zum Beispiel außen herum in Schwarz, sowie auch die Boxumrisslinie, dann die Nahtlinie in Grün, hier an den Ecken, und die äußere Nahtzugabe könntet ihr in Rot machen. Ihr könnt auch dazu schreiben, um was für Linien es sich handelt. Und auch noch das Loch nachzeichnen. Nun ringsum und das Loch ausschneiden. Für die Gummibänder die Markierungen machen. An der Längsseite vom äußeren linken und rechten Rand 3 cm messen und einen Strich machen, den zweiten Strich für die Gummibandbreite. Und das gleiche machen wir auf der gegenüberliegenden Längsseite. Die beiden Stoffe schneiden wir zum Viereck grob in der Größe des Schnittmusters zu. In der gleichen Größe schneiden wir zweimal Flissline aus, die die fertige Hülle stabiler macht und edler aussehen lässt. Rechte Stoffseite, linke Stoffseite. Auf diese linke Seite bügeln wir die Flissline auf und die glänzende, also die Klebeseite, wird dabei aufgelegt. Mit dem Bügeleisen Schritt für Schritt überlappen, für je 8 Sekunden aufbügeln und dabei nur aufdrücken. Das Bügeleisen nicht schieben, nur drücken. Die ganze Fläche so bügeln und beim anderen Stoffteil genauso verfahren. Nach dem Bügeln 20 Minuten liegen lassen, damit sich der Kleber mit dem Stoff verbinden kann. Unseren Schnitt auf die Flissline-Seite auflegen und nachzeichnen, aber nur bei einem Stoffteil das Loch nachzeichnen. Nur außenrum ausschneiden, dabei die Zeichenlinien wegschneiden. Das Loch bleibt dabei unberührt. Bei dem anderen Stoffteil wiederholen. Beide Stoffteile sind fertig ausgeschnitten. Unsere Teile rechts auf rechts exakt aufeinander legen, wobei das Teil mit dem eingezeichneten Loch sichtbar oben liegt. Damit die Teile exakt aufeinander liegen bleiben und bei der nächsten Aktion nicht verrutschen, halte ich sie mit Klammern zusammen, statt mit Stecknadeln. Ich benutze hier die Clover Wonder Clips. Sie sind schön klein und flach. Nun auf der Lochlinie entlang mit normalem Steppstich zusammennähen. Hier am Anfang brauchen wir nicht verriegeln. Das machen wir, wenn wir rundherum genäht haben.
An der engen Rundung Nadel im Stoff stecken lassen, Füßchen hoch, drehen, Füßchen runter und weiter nähen. Am Ende bzw. Anfang angekommen, ein Stück über die Anfangsnaht nähen, verriegeln, also zurück und wieder vornähen. Alle Klammern wieder entfernen. Jetzt innen das Loch ausschneiden und dabei einen 3 mm Rand stehen lassen. Nun von einer Seite her schräg in ca. 2 cm Abständen einschneiden, aber nur bis kurz vor der Naht. In der engen Rundung in kürzeren Abständen einschneiden. Nun entgegengesetzt von der anderen Seite schräg dagegen schneiden und wie ihr seht, haben wir Dreiecke rausgeschnitten, wodurch sich nach dem Wenden alles schön flach legt. Die Nahtzugaben auf beiden Seiten zurückstreichen. Damit wir es nachher einfacher haben, knicken wir die Nahtzugaben an den Seiten jetzt schon um, gemäß dem Schnittmuster markieren oder ausmessen. Mit einem weißen Holzstift die Linien der Nahtzugabe mit stärkerem Druck entlangfahren. Durch die Fließlinie prägt sich die Linie ein und ihr braucht die Nahtzugabe nur noch umschlagen und feststreichen. Natürlich könnt ihr die Nahtzugabe auch umbügeln, aber ich finde es so einfacher und schneller. Wenn ihr die Nahtzugabe der 4 Seiten vom ersten Stoff umgeknickt habt, umdrehen und den ersten Stoff, der unten liegt, umschlagen. Den oberen an den unteren orientieren. Mit einem Lineal die Linie entlangfahren und umknicken, so dass die obere Kante mit der unteren übereinstimmt. Und an den restlichen Seiten wiederholen. An der kurzen Seite könnt ihr die Nahtzugabe auch ohne Hilfsmittel umknicken. So, nun eine Stoffseite durch das Loch auf die andere Seite bringen. Die Lochnaht schön ziehen und glatt streichen. Alle Seitenkanten müssen wieder übereinstimmen. Und wenn alles stimmt, von beiden Seiten den Lochrand gut flach bügeln. Knappkantig hier am Lochrand entlang nähen.
hier entlang nähen. Am Anfang brauchen wir nicht verriegeln, das machen wir, wenn wir drumherum genäht haben. Am Ende bzw. Anfang angekommen, ein Stück über die Anfangsnaht nähen und verriegeln, also zurück und wieder vornähen. Wer sein Label anbringen will, muss dies jetzt machen. Ich nähe meins an die kurze Seite. Und vor dem Nähen klebe ich das Label mit einem Stoffklebestick fest. Und dann ringsum festnähen. Jetzt bei den einzelnen Stofflagen die Eckenkanten abstecken. Die Kanten korrekt aufeinander legen und stecken. An allen 4 Ecken der jeweiligen Stoffe wiederholen. Hier entlang nähen und an allen Ecken wiederholen. Anfang und Ende hier an den Ecken immer verriegeln. Die Nahtzugaben auseinander streichen. Und die Ecknahtzugaben bügeln, an allen 8 Eckkanten. Jetzt müssen wir die Gummibänder anbringen. Zur Breite der Box zählen wir links und rechts 1 cm dazu und schneiden 2 Stücke ab. Wir zeichnen auf das Gummi die Boxkanten ein. Die Stelle für das Gummi ausmessen. Das sind hier von der Kantennaht zur Längsseite hin 2 cm. Die Kantennähte korrekt aufeinander legen und stecken. Das Gummi wird hier angelegt bis zur Oberkantenmarkierung und stecken. Und weiter entlang stecken bis zur nächsten Stelle für das Gummi. So, und auch hier 2 cm von der Kantennahtlinie zur Längsseite hin ausmessen und markieren. Und das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Hier und hier. Das andere Gummi an der Markierung anlegen und stecken. Das Gummi von hier gerade hier rüber und auch hier an der Markierung anlegen und stecken.
Und hier auch das Gummi gerade hier rüber und stecken. Und jetzt ringsum knapp kantig entlang nähen. Auch hier müssen wir am Anfang nicht verriegeln, da wir nach dem Drumherumnähen hier wieder ankommen und dann verriegeln. Hier beim Gummi darauf achten, dass ihr es gerade haltet beim Nähen. Und über das Gummi nochmal zurück und wieder vornähen. Und hier beim Nähen immer aufpassen, dass ihr das Gummi weghaltet und nicht aus Versehen an einer Stelle festnäht, wo es nicht hingehörte. Ist ein wenig schwierig, aber wenn ihr langsam näht, geht es. Am Ende bzw. Anfang angekommen, ein Stück über die Anfangsnaht nähen und verriegeln, also zurück und wieder vornähen. Und zum Schluss nochmal drüber bügeln und fertig ist die Wendehülle für eure Tücherbox. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe doch bis zum nächsten Mal. Tschüss!